Willkommen, schön dich zu sehen. Hallo, Schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. hallo. Wir werden ja heute ein neues Format ausprobieren, und zwar in diesem mit ihm betrachten haben wir uns einverstanden, dass wir äh, ja, das mehr auf persönlichen Vorschlag und Wunsch unsere Treffen ausrichten und wenn möglich auch ein Thema bereits im Vorfeld definieren können. Ich mache das in anderen Rahmen auf Englisch und in Spanisch auch schon so seit geraumer Zeit. Ob es etwas bewirkt im Sinne von, ja, bestimmte Gedankenprozesse im eigenen Geist zu eröffnen in Bezug auf ein Thema oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber was es auf jeden Fall bewirkt, ist, dass wir uns mehr und mehr bewusst werden, dass alles, was anscheinend so konsumiert wird oder wir uns teilmachen, in Wirklichkeit nur für uns selbst da ist und uns gegeben wird und wir ganz individuell nicht nur dem zustimmten, sondern das auch in unserem Geist so erwünschten beziehungsweise so ausrichteten, dass uns hier etwas gezeigt werden kann, was wir dann entweder als Hilfe identifizieren können oder vielleicht auch als etwas, ähm, womit wir gar keinen Bezug finden. Aber Tatsache wird immer bleiben, dass darin, worin ich mich befinde, das habe ich gewählt. Und so wie ich es gewählt habe, habe ich allen Grund gehabt, es zu wählen, weil ich in Wirklichkeit um Hilfe bat und mir eben genau in dieser Form, in diesem Format diese Hilfe zuteil wurde. Und wir kennen diese Lehre zwar aus einem Kurs in Wundern, aber in der Umsetzung mag es durchaus etwas anderes für uns bedeuten. Im Es erleben mag es durchaus noch für eine bestimmte Zeit den Anschein geben, als ob da etwas außerhalb von uns selbst bewirkt werden könnte, verursacht wird, aufgestellt wird und man hätte eigentlich nichts damit zu tun, außer dass man halt wirklich nur da ist, um zu sehen, braucht jemand meine Hilfe oder nicht. Und das stimmt irgendwo auch, weil natürlich brauchen wir die Hilfe eines jeden, aber die Hilfe ist halt anders geartet, als es im kleinen Geist durchgedacht wird, ne? Weil die Hilfe, die ich jedem im Raum gebe und teile, ist tatsächlich genau diese Hilfe, die ich für mich gewillt bin anzunehmen. Und dann wird es zu etwas anderem. Es wird tatsächlich zu einer Verbindung. Und diese Verbindung eröffnet sich immer zu dieser Verbindung im Inneren unseres Selbstes mit Christus selbst. Und das hat absolut nichts mehr zu tun, welche Persönlichkeiten wie und wie viel und wie schön oder wie hässlich erscheinen. Es hat nur was damit zu tun, wie sich der Geist gewillt ist zu erfahren in der Erinnerung der Schöpfung selbst und des Einsseins unseres Selbstes, was ja den Anschein gibt, als ob wir es nicht wären, wenn man ein Klassenzimmer betrachtet. Aber das ist genau, was dieses Betrachten mit ihm auch herauskristallisiert und zumindest zum Sinn und Zweck, zum Ziel im Geist so sich beschreibt, dass hier der Sinn des Einsseins in Christus und mit Christus in unserem eigenen Geist sich bestärkt und
zu größeren Erkenntnissen, sagen wir mal, eröffnet. Und so ist das Thema heute, wie es, wenn du dir die Ankündigung angesehen hast, eine Zusammenfassung von durchaus sehr unterschiedlichen Beobachtungen, weil über Selbstwert oder überhaupt den Wert, den ich mir und meinen Nächsten gebe, in Bezug auf die Situationen im Beruf. Und es wurde hinzugefügt, und Berufung, weil auch die Berufung, jetzt hier zu sein, die Berufung, seinem Ruf zu folgen und sein Botschafter zu sein und seine Botschaft so klar wie möglich und so scheinend, lichterscheinend wie möglich zu teilen und weiterzugeben, ist unsere Berufung. Und wir haben sie so vernommen. Und trotzdem wird sich in diesem Bild, in dem wir die Berufung teilen und ausdehnen, die Frage unseres Selbstwertes stellen, wie sich diese Frage auch im etwas kleineren oder sich vielleicht ständig verändernden Rahmen des Berufs, unserer Arbeitsstelle, wo wir tätig sind, wo wir der Gesellschaft dienlich sind, wo wir im Austausch sind, damit sich ein Gesellschaftswirtschaftssystem entweder unterstützt werden kann oder überhaupt halten kann. Und wie immer wir diese Perspektiven für uns halten, so werden wir eigentlich in der Transformation von Christus Jesus selbst immer wieder dahin geführt oder bekommen das gespiegelt für uns in unserem Geist, was wir an Selbstwert für uns halten, über uns selbst und so natürlich über unsere Mitarbeiter, Begleiter, Gefährten. Und ich möchte dich erstmal, Christiane, einladen, ob du in ein paar Worten, in einer einleitenden Ausführung deinen Geist mit uns teilen möchtest, um aufzuzeigen, was in dieser Idee dieses Themas für dich hervorgestochen ist, beziehungsweise an Bedeutung, an Energie bekam, um dies mit ihm betrachten zu wollen. Und danke dafür für die Idee selbst. Ja, ich danke auch und ich danke, dass ich das hier mit euch teilen darf. Ähm, ja, ich habe mir praktisch angeschaut, warum das Thema meines beruflichen Tuns, warum das so viel Raum einnimmt in diesen Bildern, die sich so zeigen. Und es scheint mir oft so, dass es fast nichts anderes gibt, außer dem, was ich beruflich tue. Und ich sehe das auch, dass da ganz viel drinne ist, was Freude bedeutet und auch in Verbindung gehen mit meinen Kollegen und auch das kreative Tun. Das hat fast manchmal so eine fast spirituelle Dimension, weil ich merke, dass ich mich da auch immer im Ursprung irgendwie mit was verbinde, was größer ist als ich. Und trotzdem habe ich da dann gesehen, ich muss da mal genauer hinschauen, was das eigentlich ist. Und ich sehe natürlich auch, da ist das Thema, ja, okay, ich habe irgendwie anscheinend ein Talent mitbekommen und das gebe ich irgendwo rein und bekomme dadurch was zurück. Und das mag dann eben Lob und Anerkennung sein und ich sehe, das kann ich und da kriege ich ein positives Feedback. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich sehe, dass ich oft das gar nicht so annehmen kann für mich. Also, dass ich sage, oh ja, okay, da werde ich jetzt
gelobt, naja, schön, und dann wird das weg und dann kommt das nächste Projekt. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, was würde dann passieren, wenn das alles wegfallen würde? Wenn nicht von dem mehr da wäre, von dem ich auch denke, das macht mich aus. Das sind meine Talente und das ist das, was, was meine Welt ist. Und dann habe ich gesehen, dass da war dann nichts mehr. Da Mhm. war dann plötzlich da war dann totale Leere. Und, da war auch eine Ahnung, dass da noch was dahinter sein könnte. Aber ich sehe, dass ich da an diesem Punkt irgendwie nicht weitergehe, sondern sofort irgendwie wieder da etwas festhalte, weil ich zum Beispiel sehe, wenn sich bei mir was Lichtvolleres eröffnet, sage ich mal so, in den Bildern, dass plötzlich dann ganz viel Arbeit wiederkommt, ganz viel Stress, plötzlich sind ganz viele Sachen zu tun und ich falle sofort wieder in das, was ich meine, was meine Welt ist. Und schrecke vor dem Nichts, vor der Bedeutungslosigkeit eigentlich zurück, weil da irgendwo ein Glaube ist, wenn das nicht mehr ist, bin ich bedeutungslos. Ich muss beweisen, wer ich bin hier in der Welt durch das, was ich tue. Irgendwie so in der Art. Ja, danke. Wunderbare Ausführungen. Wo es da in unserem Erkenntnisprozess entlang geht, ist natürlich auch zu erkennen, wie du es im letzten Satz jetzt beschrieben hast, dass ähm, mein Erfolg beziehungsweise mein Glück, meine Freude darin davon abhängen würde, wie gut ich etwas leiste. Ja? Und durch dieses Konzept scheint es so, dass es Bestätigung findet in diesen Pflicht- und Leistungsdruck, so weitermachen zu müssen. Ja? Weil ein, wenn ich gut bin, sehr gut bin in dem, worin ich tätig bin, was ich leiste, dann verdiene ich in dem Sinne erst den Platz im Erlösungszirkus, der mir zustehen würde. Oder übersetzt, dann verdiene ich erst die Liebe meines Nächsten. Ne? Mhm. Und diese Grundkonzepte, die aus dem Ego-Geist kommen, gehört natürlich zum menschlichen Umwandlungsprozess. Es gibt kaum jemand, der das nicht zumindest berührt hat und wenn nicht für lange Zeit darunter gelitten hat, weil es ja genauer betrachtet ein Sklaventum zu diesen Selbstkonzepten und zu diesem geminderten Selbstwertgefühl, dieses Sklaventum befestigt. Ne? Wenn es ein Sklaventum gibt, ja, wenn ich ein Sklave sein kann, dann kann ich es nur zu meinen eigenen Gedanken sein. Das wäre die Linie, die ich mir merken sollte. Ne? Dann komme ich vielleicht auch schneller auf den Punkt, dass ich halt mich wirklich, auch wenn ich das annehme und so sein lasse für einen Moment, aber mich wirklich mit der bewussten Geistesänderung über diese Konzepte befasse und dies auch so ins Gewahrsein bringe, dass ich auch merke, dass sich da eine Veränderung tut. Die Vorgangsweise, dies nicht zu tun, ja, das wäre auch der Teil zu sagen, okay, ich habe es zwar nicht voll und ganz transformiert, aber ich hänge mal den Rebellen raus und gehe nicht mit diesem Selbstkonzept mit. Ne?
hat uns eigentlich von diesen Bildern der Welt, Beruf und einschließlich Berufung isoliert, würde ich sagen. Oder ich habe dann für diese Zeit einen einsamen Platz, meine Höhle in den Himalayas gesucht, ne? Und natürlich auch kreiert und gemeint, dass sich dann alles so auflösen würde im Guten und es würde dann so funktionieren. Und natürlich tut es das nicht, ne? Sondern Jesus führt uns, der Heilige Geist führt uns zu einer Reintegration unserer eigenen Gedanken. Und diese Reintegration dieser Gedanken, die noch transformiert werden wollen, werden wieder sich als eine Welt zeigen und als eine wirklich geglaubte Welt äh, Aspekte annehmen, die dann offensichtlich erkannt werden. Hier habe ich Arbeit zu verrichten. Ja, das muss nicht so sein. Ja. Aber unter all dem, wie hier geistige Arbeit vorangebracht wird, wäre die Frage, die immer gestellt werden muss und die einzig und allein wesentlich ist. Und ich stelle sie dir jetzt zurück. Bist du glücklich dabei? Ne? Macht es dich glücklich, das, was du als Tätigkeit verrichtest, weil auch die Phasen des Stresses sind ja nur vorübergehende Phasen. Aber ist da sehr wohl eine Energie da am Grunde, die dich so führt, und du sehen kannst, eigentlich liebe ich das zu machen, was ich da mache. Und das heißt, okay, für den Moment, wo ich es noch nicht handhaben kann und in dem Sinne ganz offen erfahren kann oder öffnen kann, nehme ich halt diesen Stress als solches mit, ne? Und bin halt bereitwillig, da mehr Aufmerksamkeit dem zu widmen, damit es sich auch verändern kann. Aber was würdest du sagen grundsätzlich in Bezug zu diesen Trauminhalten, die wir ja wissen, vollkommen illusionär sind und wie du ja gut herauskristallisiert hast, je weiter du gehst, desto weniger bleibt übrig und du erkennst, dass nichts von dem, was die Bilder äh, anbieten, irgendeinen Wert haben. Aber was ist das Grundgefühl in dir? Ich glaube, dieses Grundgefühl ist genau das, weswegen ich auch hier bin. Es ist so zwiegespalten, weil es ganz im Grunde habe ich eigentlich total Spaß daran, was ich mache, weil ich einfach gerne kreativ tätig bin. Aber ich merke auch, dass das, was ich da tue, mich irgendwie so einnimmt, so stark einnimmt, dass es so wirkt, als wäre das, was mich eigentlich wahrhaft erfreut, wo ich merke, da, da will ich eigentlich für mich entlang gehen, das hält mich davon immer weg. Also es ist so, ich ziehe mich selbst mit dem, was ich anscheinend gerne tue, von dem weg, was ich eigentlich noch viel lieber tue. Ja, und was Nämlich ist das, was du noch viel lieber tun würdest oder tust? ja, mich daran erinnern, ähm, im Licht zu sein, in Gott zu sein, mit meinen Brüdern zu sein, in dieser Erinnerung zu sein. Was hindert dich, dies in allen Situationen an dich zu erinnern? Das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht. Ja, aber wenn du jetzt hinblickst, ist da irgendetwas? Kannst du irgendwas finden, was dich tatsächlich hindert daran? Außer wiederum meine eigenen Gedanken, ne? Deine Ja, eigenen Gedanken. genau. Ja. Und welche Gedanken wären das?
Das müssen Gedanken sein, die Rangordnungsunterschiede wertschätzen. Ne? Dass meine Tätigkeit in meinem Beruf äh, eine andere Rangordnung hat als mein mich erinnern im Licht. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir einfach mal vor, du würdest 24 Stunden gar nichts anderes in deinem Geist haben, als dich nur zu erinnern an, an deine Lichthaftigkeit oder an, an die Lichterfahrung. Würde dich das wirklich total freudvoll und glücklich machen? Ja, Ich würde sagen, nein, weil wenn es so wäre, wäre das deine Erfahrung und wäre nichts anderes in deinem Geist. Und nachdem sich noch andere Bilder in deinem Geist zeigen, muss die Antwort nein sein. Entweder aus einer Angst heraus, was dann passieren würde, wenn der Geist sich 24 Stunden nur Gott widmet, sagen wir mal, ne? Weil irgendwo weiß der Geist, dass nicht nur diese Welt sich auflöst, sondern dass es so etwas wie eine Welt überhaupt nicht gibt. Irgendwo wissen wir das alle. Ja? Und auf der anderen Seite muss sich das ausleben, würde ich mal sagen, vollkommen wegschenken. Diese Idee, dass ich etwas zu geben habe, dass ich etwas habe, was ich teilen will, dass ich weitergebe, wo ich Ausdehnung wäre die Idee darin. Ne? Und das ist ein Konzept, ne? Weil in Wirklichkeit dehnen wir nur das Licht der Schöpfung aus und das kann nicht wahrgenommen werden. Aber das Konzept ist, etwas zu geben, was eben noch auf der Wahrnehmungsebene Bedeutung hat. Und solange dies nicht vollkommen erschöpft ist, also erlöst ist, ja, finde ich einen Wert darin, habe ich einen Gewinn davon, wenn sich solche Situationen präsentieren. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass diese Situationen nicht da wären, aber ich es nicht erlöst und erschöpft habe, dann wäre ich todunglücklich. Das wäre eine Situation, die den Anschein hätte, es gibt keinen Weg hier raus. Und zum Glück ist der Plan der Erlösung nicht so gestrickt. Wir haben ihn damals so erstellt. Und aus diesem Grund hat Jesus gesagt, ich übernehme jetzt den Plan der Söhne. Wir haben ihn dir überlassen und du hast ihn missbraucht. Du hast ihn so manipuliert in spirituelle Konzepte hinein, äh, dass bis du gesehen hast, dass du keinen Ausweg aus dem Dilemma des Menschseins aus Raum-Zeit überhaupt hast. Und das ist genau das Ziel des Egos. Und deswegen dürfen wir diese Ideen sehr gut erforschen und untersuchen, um uns klar zu werden auf ganz höchst ehrlichster Art und Weise, ob das, was wir da als Karotte vor uns hinhalten, diese höchsten spirituellen Aktivitäten in unserem Geist, wirklich das sind, was wir brauchen und was wir wünschen. Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind wir eigentlich, werden wir zurückgeworfen in das Hier und Jetzt und das, was mir gegeben ist im gegenwärtigen Moment, ist auch genau das, was am schnellsten für mich ist und mich nach Hause bringen wird. Und wieder werde ich nur dazu eingeladen, Vertrauen zu entwickeln und diesen Mangel an Vertrauen in die Bilder, die zwar erkannt werden, dass sie vollkommen illusionäre Traumbilder sind, aber ich muss vertrauen können, dass hier eine Macht am Werke ist, die dahinter steht, mich zwar erkennen lässt, dass nichts von dem irgendetwas bewirkt oder wirklich ist, aber dass es für mich in meinem Nachhauseweg erstmal wichtig ist, dass ich mich dem stelle und nicht wieder
es spiritualisiere oder auswechsle mit meinen spirituellen Ideen. Was sagst du dazu? Mhm. Ähm, Finde ich jetzt total spannend, den Ansatz. Also einfach im Prinzip stillzustehen in dem, was sich mir da zeigt und das nicht zu verurteilen in dem Sinne, okay, ich ziehe mich selbst raus aus dem Licht, in dem ich das tue, was ich tue auf der Arbeit, sondern einfach erkenne, okay, das ist meine Entscheidung, das so wahrzunehmen und ich kann auch eine andere Entscheidung treffen. Und dass es mir dann auch mit dem, was ich tue, die Tür öffnet zur Erinnerung. Also das finde ich ganz gut, das entspannt mich irgendwie. Ja, und das kann ich auch noch mit einem Satz weiterdenken. Wenn ich bereitwillig bin, dieses Vertrauen auf den größeren Plan weiterzuentwickeln, dann wird es sich auch zeigen, dass in dem Moment, in dem ich es tatsächlich befreit habe in meinem Geist, erlöst habe, keinen Nutzen mehr davon habe, wie immer wir das ausdrücken wollen, wird die Situation sich auflösen und verschwinden. Nicht ich löse die Situation auf, weil es ja ein illusionäres Bild ist. Das illusionäre Bild wird einfach verschwinden. Es wird nicht mehr da sein mit einer Bedeutung eines Angebots noch, dass ich irgendetwas damit zu tun hätte oder damit tun müsste. Es verliert an Bedeutung und somit verliert es überhaupt an Erscheinungsbild. Und diese Perspektive ist dann auch das Vertrauen, dass ich zwar mir bewusst sein will, dass ich es nicht nähere mit weiteren Illusionen und Bedeutungen. Ich habe sowieso schon allem alle Bedeutung gegeben, die es für mich hat, sondern dass ich es nur mehr verwende im Sinne meiner Befreiung und eben sehe, dass jede Situation letztendlich nicht ein Hindernis ist, mich im Frieden Gottes, in der Freude Gottes zu erfahren. Machen wir mal auf im Raum für alle, die hier einen Bezug haben und etwas teilen möchten. Macht bitte dann individuell eure Mikrofone an. Ja, zum einen sehe ich da, dass die Belohnung, dass der Belohnung in der Dualität auch die Bestrafung gegenübersteht. Und wenn man sich mit der Belohnung beschäftigt in der Dualität, muss man sich auch mit der Bestrafung gleichzeitig beschäftigen. Das machen wir halt ungern. Und solange wir uns mit der Bestrafung nicht beschäftigt haben, kann sich nichts auflösen, weil wir dann nicht in der Neutralität ankommen. Und wenn das wegfallen soll, dann müssen wir ein anderes Geistessystem einnehmen, wo es das nicht gibt. Ja, da werden wir aber auch nicht belohnt für irgendwas und kriegen keine Anerkennung. Das brauchst du aber auch nicht. Das ist das Erste, was ich sehe. Das andere ist, du hast von der Lehre gesprochen, die da ist und wo du gesagt hast, dass da vielleicht noch was dahinter steht. Was ist, wenn die Lehre einfach leer ist und keine Erwartungshaltung mehr da ist, dass noch was kommt? Kann man das so stehen lassen oder nicht? Ist da eine Akzeptanz da oder nicht? Die Sachen gilt es einfach anzuschauen, ja. Solange wir noch Erwartungshaltungen haben oder Angst haben, bestraft zu werden, und das ist hier so, da kommen wir nicht raus. Wir dürfen umswitchen. Danke. Danke, Christina. Ich möchte zuerst sagen, ich habe mich ganz doll gefreut auf den Abend heute mit euch.
Und vorher hatte ich den Eindruck, als würde ich einen heiligen Raum betreten. Und das ist etwas, was zunehmend bei mir ist. Mm, indem ich mit anderen etwas teile. Und wir teilen ja hier ganz, ganz stark, äh, ist das mehr als die Summe aller Erscheinungen. Und da bin ich so froh drüber, dass ich das erleben darf. Dankeschön. Schön, Marianne. Ja, und so ist es auch, ne? Da passiert so viel mehr in der Öffnung und der Verbindung mit ihm und mit unserem wahren Selbst. Danke. Ja, also ich kenne diese Idee auch, ne? In diesem, ja, dem beruflichen Bereich mit Geistesschulung irgendwie zu trennen und zu gucken, kann ich das jetzt noch machen oder ist es widersprüchlich? Aber ich merke immer mehr, dass da kein Widerspruch ist. Sonst sage ich ja, ich mische mich ja in dem Moment ein. Ich will urteilen, was jetzt, ja, richtig und falsch ist, was ich darf und nicht darf. So habe ich das erlebt. Und mich einfach nur darauf einzulassen, einfach nur in die Führung gehen. Und ich merke an für sich immer mehr, dass es dasselbe ist. Ähm, und alles geschieht dann nur so. Alles nur in meinem Geist. Entweder werde ich rausgeführt oder ich bleibe. Ähm, aber in meinem Geist gehe ich immer wieder rein, dass es dasselbe ist, dass ich da keinen Unterschied machen will. Und was geschieht, geschieht dann. Ja, so eröffnet sich das immer mehr in meinem Geist dann. Ja, klingt gut, danke. Ja, danke, Britta. Ich fühle mich auch angesprochen, angeregt, etwas dazu zu sagen. Ich habe auch so vieles, ne, Geistheiler, Ausbildung, tralalala und. Und jetzt nach dem Malern, also so ganz einfach, sagen wir mal, mit dem Pinsel die Wände anstreichen und wieder neu einräumen, die Sachen. Da habe ich wirklich so von innen heraus die Botschaft dann auch gehört, ja, aber wir stellen jetzt nicht alles wieder so hin, wie es mal war. Also jetzt ist alles sauber, also sichtlich sauber. Und ich habe dann auch für mich selber so immer wieder die Worte gehört, ja, und der Buddha braucht jetzt auch nicht mehr hier stehen. Und da suchst du jetzt jemanden, den du eine Freude machen kannst. Und ich habe eine richtig große Kiste gepackt. Es sind viele Sachen in dieser Kiste, haben da Platz genommen. Dann habe ich wieder mal Sachen aus der Kiste rausgenommen. Denke, na ja, ist vielleicht doch ganz schön. Fragst mal deinen Sohn, vielleicht will der den Butter haben. Der hat dann geantwortet, also Mutter, räum mal weg, was du nicht mehr brauchst. Also desto weniger brauchen dann andere aufzuräumen. Wir brauchen das nicht mehr. Und genau, ich habe da so ein inneres Antworten in mir. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Es hat mal gedient. Ich habe es mal wirklich immer so angeschaut. Auch Jesusbild will gar keiner haben. Ich habe ein ganz tolles Jesusbild noch zu verschenken in der Kiste. Und es ist für mich leichter, die Dinge wirklich zu betrachten, was braucht's wirklich. Ich kann so frei sein, so authentisch sein und höre aus dem Innern heraus mehr diese Stille, komm, verschenke. Und heute war es ein glücklicher Moment. Freunde aus der Spanischgruppe, die haben den Butter aus Holz so freudig mitgenommen und eingepackt und einen schönen Platz gegeben. Das hat mich so glücklich gemacht, gleichermaßen. Das hat mich einfach glücklich gemacht.
Für sie ist es noch einfach notwendig, schön in Freude das aufzustellen. Es verändert sich mit jedem Denken, mit jedem mehr Zuhören. Der Geist wird einfach gereinigter. Was brauche ich wirklich? Ja, was brauche ich wirklich? Die Frage stelle ich mir unendlich am Tag. Auch nachts. Ich werde ja nicht, wovon soll ich müde sein? Nur von meinem eigenen Geplapper, was mich anstrengt und meinen Geist ermüdet, das ist ja schon alles weggefallen. Es wird immer klarer, die Sicht, dieses Vertrauen, die Botschaft von innen heraus wirklich zu folgen und zu leben. Ich danke euch allen. Ich habe mich so drauf gefreut. Habe auch zu meinem Partner zuvor gesagt, ne, heute ist Zoom für mich und da kommt mir auch nichts dazwischen. Danke euch. Danke, Angelika. Ja, und was du ansprichst, gibt ja auch Auskunft oder bezeugt, wie wir Dinge, die wir wahrnehmen, leben und demonstrieren. Das ist ja, was Lehren ist, ne? Und letztendlich beginnt es und endet es in unserem eigenen Geist, ne? Weil wenn ich wahrnehme, dass hier noch Götzenideen da sind oder Götzenverehrung durchgeführt wird, gebe ich ja durch meine Denkweise das Beispiel. Ja? Und ob es dann zu einem Ausdruck kommt, dieser neuen Erkenntnis, dass alles bereits in uns ist, ob es zu einem Ausdruck kommt oder nicht, das sei mal dahingestellt, weil das ist auch wieder nichts anderes als eine Folge, ob das erbeten ist und erwünscht ist. Aber wie halte ich es in meinem Geist? Das ist der Punkt, ne? Ich kann mich über alles freuen, wie du ja auch bezeugst. Und ich sollte mich auch über alles freuen, weil ich erkenne, dass nichts von dem irgendeine Bedeutung hat, ne? Das ist die letztendliche Freude, die ich hier in Raumzeit haben kann, weil sie ja total befreit, diese Erkenntnis. Und wie ich es aber in meinem Geist durchdenke und befreie, das ist, wie ich es mich lehre und demonstriere. Und das wird, irgendwo wird das erkannt. Diese Kommunikation findet statt, weil Worte tatsächlich nicht notwendig sind, beziehungsweise nur den kleinsten Anteil davon ausmacht. Und das führt mich auch zu diesen Aussagen in der heutigen Lektion 190, ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Im, in der Mitte ist es etwa, ist im fünften Absatz, wo er sagt, es sind nur meine Gedanken, es sind nur unsere Gedanken, die uns Schmerz verursachen. Ne? Da ist nichts anderes da. Ne? Die begrenzten Gedanken, die können den Schmerz, die bestimmen die Unterschiede, die bestimmen das Trennungsgefühl. Nichts außerhalb von deinem Geist, von meinem Geist, kann mich in irgendeiner Weise verletzen oder kränken. Es gibt keine Ursache jenseits von dir, jenseits von mir, die herabreichen und Bedrängnis bringen könnte. Niemand außer dir, außer mir beeinflusst dich, mich. Niemand beeinflusst uns, außer uns, wir mit unseren eigenen Gedanken. Es gibt nichts in der Welt, was die Macht hat, dich krank oder traurig, schwach oder gebrechlich zu machen. Du aber bist es, der die Macht hat, alle Dinge, die du siehst, dadurch zu beherrschen, dass du einfach wiedererkennst, was du bist. Diese Selbsterkenntnis, die steht als der Bedrock, heißt es auf Englisch, also das ist das Urgestein aus könntest sagen, aus dem Vulkan, aus der Vulkantätigkeit unseres Geistes heraus. Wenn du die Harmlosigkeit in ihnen wahrnimmst, werden sie deinen heiligen Willen als den
ihren akzeptieren. Das ist wie Kommunikation dann selbst ohne Worte sich ausdehnt. Und was als furchterregend gesehen wurde, wird jetzt zu einer Quelle der Unschuld und der Heiligkeit. Einer der ganz, ganz großartigen Aussagen, wie wir eigentlich die Dualität, duales Denken in unserem Geist zu einer singulären Kommunikation ausrichten können, wenn wir diese Ehrlichkeit finden, die Ursache in unseren eigenen Gedanken, in unserem eigenen Geist nicht mehr zu verleugnen, sondern anzuerkennen und in dem Sinne einen neuen Gedanken darüber, der frisch ist, der nicht mehr einer Bedeutung mit der Vergangenheit zum Ausdruck bringt, noch in Verbindung steht, wenn wir selbst sind, wie das ist das Kind, nicht wahr? Das ist das Kind Gottes, ne? Wie es dem Kind Gottes entspricht, ne? Wie es unserer Natur entspricht. Da ist keine Reaktion mehr notwendig noch da, da ist kein Lehren mehr notwendig noch da ist kein Urteil und nicht einmal eine Beschreibung des Wahrnehmungsbildes mehr notwendig. Das ist tatsächlich im Moment. Das fasziniert mich so an den Kindern, wenn ich das sehen kann. Die können auf etwas reagieren und einem den Spiegel vorzeigen, wo man hinblicken darf, aber man erspürt es. Für sie selbst hat es keine Bedeutung. Sie haben wahrscheinlich selbst überhaupt keine Idee, wovon sie reden oder was sie aufzeigen, aber sie sind dieser perfekte Spiegel, weil sie selbst sind, aus dieser Unschuld und Heiligkeit heraus. Und damit wissen wir dann, dass das, was wir wahrnehmen, letztendlich aus unserer eigenen Projektion kommt und nur dazu da ist, damit wir dies anders sehen lernen und neu wählen, anders zu sehen. Und damit ist dieser Kurs eigentlich in seiner Einfachheit erkannt, dass das überhaupt 1400 Seiten angenommen hat. Vielleicht würde ich sagen, es war vielleicht zu dieser Zeit notwendig. Vielleicht schreiben wir jetzt diesen Kurs in, mit einer Seite oder mit so ein paar Aussagen, wie wir sie gerade teilen. Und der Geist kapiert sofort, was die Gesamtinstruktion und Richtungsweisung ist. Und so habe ich das halt in diesen unzähligen Varianten, die letztendlich ja auch immer dasselbe lehren und besagen, noch gebraucht. Ne? Aber ich sehe auch, wie alles einfacher wird, wie alles in dem Sinne nicht mehr gehalten wird, im Wiederkauen, nur in einem anderen Format, sondern wie alles tatsächlich zu Licht werden darf und im Licht verbleiben darf, ne, und sich nicht wieder neu manifestieren soll noch muss. Ne. Und das ist, was Christina angesprochen hat. Ne. Ob das eine Zufriedenheit, eine innere Zufriedenheit, ob das okay ist, ja, wenn, wenn es einfach in, im Christuslicht, in der Lichthaftigkeit des Schöpfungsgedankens verbleibt und verbleiben darf, ne? Meine Zustimmung bekommt, dass es sich nicht mehr manifestieren muss. Und das ist bei allen Dingen so, ob im Beruf oder in, in dem, wie ich Berufung verstehe.
Danke. Christiane, was mir dazu noch kommt, ist, dass ich mich erinnere, dass du mal gesagt hast, dass du diesen Job angenommen hast, um an diesem Ort zu sein, wo du jetzt bist. Ist das richtig? Dass du dort wohnst, wo du jetzt wohnst? Nee? Das habe ich noch in Erinnerung gehabt. Und da wollte ich dich fragen, ob du dich auch zu Hause fühlst dort vor Ort oder ob das zu Hause was anderes ist. Dachte, das wäre so gewesen. Entschuldigung, dann kommt es jetzt gerade woher? Bist du da zu Hause, wo du zu Hause bist? Nee, ich glaube, ich bin hier nicht zu Hause, aber irgendwie dann doch. Ja, genau. Ich meine, das ist halt überall so. Niemand von uns ist da zu Hause, wo wir gerade meinen, dass wir zu Hause wären. Das ist mal Tatsache. Und trotzdem finden wir ein Zuhause in uns. Ne? Ganz besonders, wenn wir uns im Licht treffen und das zulassen. Dann spielt es nicht wirklich eine Rolle, wie die Umstände aussehen. Aber natürlich auch, wenn ich das so hernehme, wie du es zum Ausdruck bringst, Christina, wenn das immer wieder als Zweifel reinkommt, ne, oder als Fantasievorstellungen, auch was wäre ein besserer Ort oder eine bessere Situation, dann darf ich sehr wohl da genauer hinblicken, ne, weil dann wechsle ich ja mein inneres Zuhause wieder aus mit einem äußeren Bild und mit Fantasievorstellung von äußeren Bildern. Und da sind wir gar nicht gewappnet damit. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihr seht ja ganz großartig aus. Macht einfach so weiter. Euer Onkel zeigt euch, es geht. Okay. Onkel Harald. Ja, genau. Mal eine andere Rolle als Onkel, da ein bisschen auf Kids aufpassen, ist auch sicher eine schöne Rolle. Das ist eine Berufung. Ja. Du bist berufen dazu. So wie beim Job wahrscheinlich. Wenn man es dauerhaft hat, ist es ein bisschen anstrengend, wenn das nur manchmal macht, ist schön. Ja. Ja, und irgendwo jetzt auch, um das zum Abschluss zu bringen, wir sind alle vollkommen gewiss, ich bin mir da absolut sicher, äh, nicht nur, dass dieser Traum, wie er erscheint im Beruf und Berufung, ein Ende finden wird, sondern dass er bereits zu Ende ist. Ne? Ich bin hier noch am Nachträumen und wieder erinnern, wie es zu Ende ging, um da Klarheit im eigenen Geist, vollkommene Klarheit darüber zu haben. Aber es gibt wirklich keine Notwendigkeit, sich weder aufzuregen noch irgendeine Sorge zu investieren. Ne? Es, dies hier wird zu Ende gehen und ist bereits zu Ende. So, das ist, ich meine, diese Botschaft, die unseren offenbarenden Moment bestätigte, selbst in diesen geschriebenen Worten, äh, ja, das brauchte ich, das brauchten wir, ne? Weil es eine wirkliche Bestätigung, ah ja, das habe ich ja berührt, das hat sich ja eröffnet. Und dann das wiederzufinden in so einer Aussage wie im Kurs, das ist schon ein großes, ein Riesen-Dankeschön, ne? Weil es vollkommen entspannt, weil es befreit von dieser Bürde, ständig was zu investieren, um zu verändern oder besser zu machen oder himmlischer zu gestalten. Ne? Das verlieren wir vollständig. Das wird sich vollständig verlieren, wenn es auch noch im Ansatz da ist.
Sind wir okay für heute? Ja? Alle gut? Oder möchte noch jemand was sagen? Alles gut. Danke, ihr Lieben, danke. Noch ein Abschiedssong. Over the Rainbow, yes.